Ein Mandant hat mir einmal gesagt, ich will nicht einfach nur eine steueroptimierte Firma. Ich will ein Zuhause für mein Geschäft, das so zeitlos und solide wirkt wie die Karibik selbst. Er war wochenlang von Insel zu Insel gereist, hatte Rum unter Palmen getrunken, durch türkisfarbene Häfen gebummelt und überlegt, wo er sein Unternehmensleben verankern sollte. Cartagena, Nevis, die Bahamas, selbst die British Virgin Islands. Jede Insel hatte ihren Reiz. Jede bot Anwälte, die über Exemptions, Trusts und Haftungsschirme flüsterten. Aber als wir alles auf den Tisch legten, Geschichte, Recht, Stabilität, Prestige, ragte eine Antwort über alle anderen hinaus. Die Cayman Islands. Und bevor wir tiefer einsteigen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du selbst darüber nachdenkst, eine Gesellschaft auf den Cayman Islands zu gründen, können wir dich dabei von Anfang bis Ende unterstützen. Mit unserem Cayman Islands Company Komplettpaket erhältst du eine vollumfängliche Lösung, von der Gründung über das Registered Office bis hin zur laufenden Verwaltung. Keine direkten Steuern, volle internationale Flexibilität und absolute Vertraulichkeit. Den Link dazu findest du direkt in der Videobeschreibung. Die Caymans sind nicht einfach ein weiteres tropisches Steuerparadies. Sie sind der Name im globalen Finanzwesen. Hedgefonds, Family Offices und multinationale Konzerne wählen seit Jahrzehnten die Inseln. Nicht, weil sie am billigsten oder unkompliziertesten wären, sondern weil sie für Stabilität stehen. Während andere Jurisdiktionen unter Reputationsverlusten, politischen Krisen oder plötzlichen Gesetzesänderungen gelitten haben, ist Cayman standhaft geblieben. Es ist immer noch ein britisches Überseegebiet mit englischem Common Law und einer weltweit respektierten Justiz. Das signalisiert Partnern: Hier ist kein Schnellschuss, hier ist Substanz. Einer der größten Vorteile: die enorme Auswahl an Gesellschaftsformen. Du bist nicht in eine Einheitslösung gepresst, sondern kannst wählen. Klassische Exempted Companies, die außerhalb der Cayman Islands steuerneutral agieren. LLCs, die nach dem Vorbild von Delaware aufgebaut sind, also vertraut für Investoren, aber eingebettet ins Cayman-Nullsteuersystem. LLPs, die für Dienstleistungen oder Investmentstrukturen attraktiv sind. Und natürlich die Möglichkeit, Firmen mit Trusts oder Stiftungen zu kombinieren, um Vermögensschutz und Nachfolgeplanung gleich mitzudenken. Das eigentliche Kronjuwel aber sind die langfristigen Steuerbefreiungen. Viele Offshore-Zentren versprechen Steuerneutralität, heute. Aber was ist in 5 oder 10 Jahren? Überall wird der Druck größer, neue Steuern einzuführen. Cayman bietet hier etwas Einzigartiges. Rechtlich bindende Zusicherungen über 20 bis 50 Jahre, dass deine Gesellschaft steuerfrei bleibt, selbst wenn morgen ein Körperschaftssteuergesetz verabschiedet würde. Diese Garantie schafft eine Planbarkeit, die in der heutigen Welt fast unbezahlbar ist. Natürlich gibt es seit 2019 die sogenannten Economic Substance Regeln. Klingt kompliziert, ist es für die meisten Mandanten aber nicht. Nur bestimmte relevante Aktivitäten wie Banking, Versicherung, Fundmanagement oder Headquarters-Funktionen fallen überhaupt darunter. Wer lediglich Beteiligungen hält, also ein klassisches Holding-Vehikel, hat es mit einer stark abgespeckten Compliance zu tun. Und viele der typischen Strukturen unserer Mandanten sind ohnehin komplett außerhalb des Scopes. In der Praxis bedeutet das: einmal im Jahr eine kurze Mitteilung an die Behörden, Haken setzen, fertig. Mehr Papierkram als Problem. Und auch rechtlich ist Cayman unschlagbar. Du bekommst ein funktionierendes Gerichtssystem, Schiedsstellen und im Ernstfall gehen Berufungen bis zum Privy Council in London. Das ist ein Standard, den dir viele Billigjurisdiktionen niemals bieten können. Billig ist Cayman allerdings nicht. Die Gründung, die Jahresgebühren, die laufenden Services, das kostet mehr als in Belize oder den Seychellen. Aber die Frage ist: Willst du das billigste Flaggenzertifikat oder den Passierschein in die erste Liga des globalen Finanzsystems? Mit einer Cayman-Gesellschaft öffnen sich Türen, die dir mit anderen Rechtsformen verschlossen bleiben. Banken, Broker, institutionelle Investoren. Sie akzeptieren Cayman, weil sie es kennen und den hohen Standards vertrauen. Für wen lohnt es sich also? Ganz klar für Fonds und professionelle Investoren, die schon heute im großen Maßstab unterwegs sind.
Aber auch für nicht mehr in Deutschland und Österreich ansässige Unternehmer, die eine verlässliche Offshore-Holding suchen, um Beteiligungen zu bündeln oder internationale Strukturen sauber aufzubauen. Selbst Beratungs- und Consulting-Firmen können mit einer Cayman-Gesellschaft enorm profitieren, nicht zuletzt, weil das internationale Standing deutlich höher ist als mit einer Billigjurisdiktion. Ein Beispiel aus unserer Praxis. Einer unserer Mandanten lebt in Irland. Anstatt direkt über eine US-LLC zu beziehen, wo schnell Diskussionen über den Ort der Betriebsstätte entstehen können, hält er seine Beteiligungen über eine Cayman-Gesellschaft. Das Ergebnis: Er erhält seine Dividenden steuerfrei und mit deutlich höherer Rechtssicherheit, als es bei einer unsauber strukturierten LLC der Fall wäre. Auch für alle, die US-basierte Investments strukturieren, sind die Cayman Islands fast unverzichtbar. Sie werden häufig in US-Investmentstrukturen für internationale Investoren genutzt, und das hat einen Grund. Amerikanische Anwälte, Compliance-Abteilungen und Finanzinstitute sind mit Cayman-Gesellschaften bestens vertraut. Wer also Investoren aus den USA ansprechen oder in US-Märkte hinein investieren will, hat mit einer Cayman-Gesellschaft den entscheidenden Vorteil, auf eine bekannte und akzeptierte Struktur zu setzen. Für Vermögensschutzstrategien sind die Caymans ebenfalls ein Schwergewicht. In Kombination mit Trusts entsteht eine nahezu unknackbare Schutzmauer gegen Gläubiger oder politische Risiken. Und nicht zuletzt sind die Inseln die perfekte Wahl für alle, die langfristige Planungssicherheit wollen, weil sie genau wissen, dass ein Cayman-Vehikel jahrzehntelang vor neuen Steuerregeln geschützt ist. Natürlich gibt es Alternativen. Die Cook Islands sind unschlagbar in Sachen Gläubigerschutz. Die British Virgin Islands sind günstiger und für Start-ups oder kleinere Setups oft die bessere Wahl. Die Bahamas wiederum punkten mit Nähe zu den USA und einfachen Relocation-Optionen. Aber wenn es um Prestige, Verlässlichkeit und Langfristigkeit geht, führt an Cayman kein Weg vorbei. Am Ende geht es nicht darum, Steuern zu verstecken. Es geht um Neutralität, um einen Ort, an dem Kapital frei fließen kann, ohne an jeder Grenze erneut zur Kasse gebeten zu werden. Cayman ist dieses neutrale Spielfeld und genau deswegen haben sich einige der größten Fonds, Tech-Unternehmen und Multis dort verankert. Ich habe in den letzten Jahren Dutzende solcher Setups begleitet. Und ich habe gesehen, wie billige Konstruktionen in windigen Jurisdiktionen zusammenbrechen, weil Banken blockieren oder Behörden Gesetze ändern. Cayman hat genau deshalb seine Krone behalten, weil es Sicherheit gibt, wo andere nur kurzfristige Vorteile versprechen. Als mein Mandant in Kolumbien mich also am Ende fragte, wo soll ich nun gründen, war meine Antwort klar. Wenn du es ernst meinst, wenn dein Unternehmen Substanz haben und überall anerkannt werden soll, dann geh nach Cayman. Und genau das hat er getan. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Wir raten ausdrücklich davon ab, eine Cayman-Struktur zu nutzen, wenn du weiterhin in Deutschland oder Österreich ansässig bist. In diesem Fall wird deine Gesellschaft dort mit hoher Wahrscheinlichkeit als steuerpflichtige Betriebsstätte behandelt, inklusive aller Pflichten zur Buchführung und Besteuerung. Wenn du deine Gesellschaft faktisch aus Deutschland oder Österreich herausführst, wirst du sie dort versteuern müssen, unabhängig von eingetragenen Direktoren oder Zwischengesellschaften. Bitte hol dir daher immer unabhängigen steuerlichen und rechtlichen Rat, bevor du eine solche Struktur aufsetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.